Willkommen zum nächsten Video. Jetzt schauen wir uns die Pro-Einstellungsmöglichkeiten an. Heißt, wenn ihr die Heimwerker-Lizenz oder die Pro-Lizenz erworben habt, habt ihr viele weitere Einstellungsmöglichkeiten. Das Ganze erreichen wir wieder über die Projektbearbeiten-Ansicht und anschließend über den Punkt Einstellung. Hier haben wir nun die gewohnten Einstellungen, die Stammdaten des Projekts, die Geschosse, was ihr auch schon kennt aus dem ersten Video. Und im nächsten Bereich habe ich es auch schon ganz kurz angeteasert in dem vergangenen Video, die Gewerke und Funktionen, den Gruppenadressen-Stil sowie den Aufbau der Gruppenadressenstruktur. Wir starten ganz oben. Das sind die Standardgewerke, die wir vorgegeben haben. Und mit einem Klick hier drauf könnt ihr sehen, was für Funktionen dieses Gewerk enthält. Wir starten mal mit einem einfachen Gewerk Verbraucher. Hier gibt es einfach nur 2 Funktionen und mehrere definierte Objekte. Heißt, pro Gewerk definiert ihr Funktionen und Objekte. Ihr könnt ein neues Objekt hinzufügen, indem ihr einfach ein neues Objekt benennt und dann Plus drückt. Dann wird das Ganze hier einfach ergänzt und könnt es auch wieder löschen. Sobald ihr speichern wollt, könnt ihr das immer hier oben über den Speichern-Button tun oder ganz unten über den Speichern-Button hier. Ihr könnt Funktionen umbenennen, löschen und neue Funktionen ergänzen. Wir belassen das einfach mal so und löschen die Funktion wieder raus und bestätigen das Ganze mit Speichern. Was euch das Leben vereinfacht, sind sogenannte Sets. Standardmäßig gibt es nur ein Set, das ist das Standard-Set, das ist auch das, was ihr in den Raumanstellungen standardmäßig in den Gewerken dann habt. Was machen die Sets? Die Sets fassen verschiedene Funktionen zusammen. Heißt, ihr könnt innerhalb eines Gewerks verschiedene Funktionssets bauen. Wir klicken einfach jetzt mal hier auf, beziehungsweise gehen hier oben mal in Beleuchtung und schauen uns das an. Hier sind schon 2 Sets angelegt, einmal das Standard-Set und einmal das Tunable White Set. Beim Standard-Set haben wir Schalten, Dimmen, Absolut, Rückmeldung schalten und Rückmelden, Dimmen, Absolut. Heißt, wir haben die die Rückmeldungsobjekte dazu und die Dimmen und die Rückmeldungsobjekte dazu. Des Weiteren haben wir Deckenlicht, Wandlicht und LED als Objekte. In Tunable White haben wir wieder eine komplett Blanko-Struktur. Heißt, wir können wieder hier Funktionen definieren, aber auch Objekte definieren und können das Set auch dann jederzeit umbenennen, wenn wir das möchten. Standard können wir umbenennen, Tunable White können wir umbenennen, können das Set auch löschen, wenn wir das Ganze möchten. Was hat das Ganze für einen Hintergrund? Dazu wechseln wir einfach mal jetzt wieder in die Raumansicht und schauen uns hier mal einen beliebigen Raum an. Hier sind schon relativ viele Objekte angelegt. Wir ergänzen mal ein neues Objekt und gehen hier in ins Beleuchtungsgewerk, wo wir wissen, dass es mehrere Objektarten gibt. Automatisch ist dann hier auch Objektart auswählbar und dann seht ihr Standard und Tunable White. Und dann wähle ich hier noch LED-Stripe aus. So, das Ganze war es schon in den Raumeinstellungen. Was im Hintergrund aber jetzt passiert ist, dass der Gruppenadressengenerator weiß, okay, für dieses Objekt, für den LED-Stripe, möchte ich jetzt folgende Funktionen in meinen Gruppenadressen berücksichtigt haben, nämlich Tunable White. Heißt, diese Funktion, die ich definiert habe in den Projekteinstellungen. Und damit kann ich sehr spezifisch pro Projekt sagen, was für Funktionen sind benötigt. Und das macht Sinn deshalb, weil ich zum Beispiel für den LED-Stripe nicht dieselben Funktionen benötige, wie für eine klassische, einfache Lampe nur an und aus. Und hier will ich vielleicht die Helligkeit dimmen, ich will die Farbtemperatur dimmen, ich will vielleicht verschiedene Farbtöne dimmen. Und all das schaffe ich dann nur, indem ich verschiedene Funktionsgruppierungen in einem Set zusammenfasse. Ich speichere das Ganze mal und wechsle erneut in die Einstellung, um euch die weiteren Optionen zu zeigen. Ihr könnt, wie gesagt, all diese Gewerke hier bearbeiten. Beleuchtung, Verbraucher, Beschattung und Heizung sind grün hervorgehoben. Das liegt daran, diese Gewerke könnt ihr auch nicht löschen. Das Löschen-Symbol fehlt hier auch. Die sind standardmäßig immer vorgegeben. Liegt daran, die braucht ihr einfach auch in allen euren Projekten. Gruppenadressen-Stil. Es gibt von der ETS oder von der KNX Association vorgegeben mehrere Stile, die ihr wählen könnt beim Aufbau eures KNX-Projekts in der ETS. Das ist einmal der freie Stil, hier gibt es keine Restriktionen, keine Hierarchie. Es gibt den zweistufigen Stil, Hauptgruppe und Gruppenadressen. Und dann gibt es den dreistufigen Stil, den wir auch in der kostenlosen Version priorisieren. Ich persönlich nutze ihn auch für meine Projekte selbst. Der dreistufige Stil bestehend aus Hauptgruppen, Mittelgruppen und in die Mittelgruppen jeweils unterstrukturiert die einzelnen
Gruppenadressen. Das Ganze könnt ihr hier dann einfach wechseln und je nachdem, was ihr dann auch auswählt, habt ihr dann auch im nächsten Bereich, ihr seht es schon hier, wenn ich hier wechsle, ein oder zwei Optionen im dreistufigen Stil, könnt ihr dann sagen, okay, was möchte ich denn in meinen Hauptgruppen aufgeschlüsselt haben, was möchte ich untergegliedert in meinen Mittelgruppen haben und möchte ich dann gegebenenfalls auch dann noch jeweils eine zentrale Gruppenadresse in den verschiedenen Strukturebenen anlegen, um mir dann individuell, sobald ich in der ETS bin, auch zentrale Gruppenadressen anzulegen, zum Beispiel um einen ganzen Bereich, ein ganzes Geschoss, alle Lampen auf einmal auszuschalten. Sowas kann Sinn machen, zentrale Gruppenadressen und dafür schon die Hierarchieebene einzufügen. Dafür könnt ihr hier den Haken setzen. Das Ganze ist dann möglich, aber allerdings auch nur im dreistufigen Stil. Heißt, hier habe ich standardmäßig vorgegeben Gewerk und Funktion. Und das Ganze deckt sich dann auch mit der Vorschau, die wir uns im letzten Video schon gesehen haben. Ganz oben Gewerk, dann Funktion und dann die jeweiligen Gruppenadressen. Benennung der Gruppenadressen und das weiter unten, das kennt ihr alles schon. Wir haben uns damit jetzt einen Überblick verschafft darüber, was denn mit den Gewerken prinzipiell möglich ist. Was zu beachten ist ganz, ganz wichtig. Währenddessen speichere ich mal kurz. Die KNX Association gibt vor, dass es jeweils immer nur 8 Mittelgruppen geben darf. Dementsprechend, wenn wir jetzt hier in den Mittelgruppen Funktionen haben, ist es wichtig zu wissen, dass ihr nicht mehr als 8 Funktionen innerhalb eines Gewerks definiert habt. Solltet ihr über diese Grenze hinauskommen, das kann schnell passieren, bei Beleuchtung zum Beispiel, RGBW, kommt man schnell über eine gewisse Anzahl von Funktionen. Und jetzt hier bei Beleuchtung haben wir hier 4, hier haben wir jetzt nochmal 3, 4, 5, 6. Also sind bei 10, dann über 8. Das würde den Rahmen sprengen. Wir hätten 10 Mittelgruppen innerhalb des Gewerks Beleuchtung. Was kann man dann tun? Kein Problem. In der Pro-Funktion ein neues Gewerk hinzufügen und dann können wir sagen, okay, wir nennen dieses Gewerk jetzt zum Beispiel mal Tunable White, Haken setzen, Funktion bearbeiten und dann können wir hier auch gegebenenfalls noch mehrere Sets definieren. Wir sagen jetzt einfach mal, okay, wir haben hier ein LED Stripe und dann haben wir vielleicht auch noch eine LED, ich nenne das mal Birne und dann fügen wir eine Funktion hinzu. Dann ist hier der Tunable White Wert. Und dann können wir aber auch hier ganz normal natürlich schalten. Wir haben dann auch Rückmeldung schalten. Und dann noch viele weitere Funktionen, die wir benötigen. Zum Beispiel auch Rückmeldung des Tunable White Werts. Prozent, Dim, absolut, Dim, relativ. All diese Funktionen, die ich dann auch hier noch mit Drag and Drop in der Reihenfolge ändern kann. Wenn ich das Ganze jetzt speichere, zurück zur Projektübersicht gehe, in mein Wohnzimmer gehe und ein neues Objekt anwähle, sehe ich dann hier unter TW, Tune and Provide, mein Standardset und meine beiden Objekte, die ich angelegt habe, die ich trotzdem noch individuell benennen kann, falls ich es möchte. Ich klicke auf Speichern und dann wird das Ganze entsprechend auch in der Gruppenadressengenerierung berücksichtigt.